Heute reagieren wir mal auf ein Video, wo über die Nachteile des Auswanderns nach Polen gesprochen wird. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gerade erwähnt, werden wir uns mal gleich zusammen ein Video anschauen, wo über die Nachteile des Auswanderns gesprochen wird. Und wir werden einfach mal gemeinsam analysieren, ob diese Nachteile wirklich der Wahrheit entsprechen, beziehungsweise schauen wir uns einfach mal die Punkte etwas genauer an und sprechen auch vielleicht über den einen oder anderen Punkt, wie weit das denn jetzt auch wirklich ein Nachteil oder vielleicht sogar ein Vorteil sein kann. Aber das werden wir dann gleich alles gemeinsam analysieren. Das Video ist auf dem Kanal Franz, also der Kanal heißt Franz, ehemalig war das, glaube ich, der Kanal Auswandern weltweit. Auf dem Kanal im Prinzip dreht sich alles ums Thema Auswandern, Vorteile, Nachteile einer Auswanderung eines bestimmten Landes. Also der ganze Kanal dreht sich im Prinzip darum. Ich war auch mal, ich glaube vor circa 2 Jahren auf einem seiner Videos vertreten, wo ich über das Thema Auswandern nach Polen gesprochen habe. Könnt ihr euch dann später auch mal anschauen. Im Allgemeinen würde ich einfach mal sagen, schaut euch einfach mal den Kanal an. Da sind sehr interessante Videos mit bei. So, ich rede jetzt aber auch nicht mehr weiter drum herum. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam das Video an und dann analysieren wir mal, wie weit das jetzt ein Vorteil oder Nachteil ist, was hier im Video erwähnt wird. So, dann fangen wir mal an. Das Auswandern nach Polen ist unter den Deutschen sehr beliebt, denn mit jährlich etwa 8000 Auswanderern liegt Polen auf Platz 8 der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen, mittlerweile wahrscheinlich sogar noch höher. Und das ist nicht überraschend, denn Polen punktet mit einer Vielzahl an Vorteilen, die ich bereits in mehreren Videos auf diesem Kanal angesprochen habe. Doch wie in jedem Land gibt es auch in Polen einige Nachteile, die du im Falle einer Auswanderung berücksichtigen solltest. Einer der signifikantesten Nachteile einer Auswanderung nach Polen sind die tiefen Löhne. Denn obwohl Polen innerhalb der letzten Jahrzehnte ein erstaunliches Wirtschaftswachstum hinlegte und mittlerweile die 6. Volkswirtschaft der Europäischen Union ist, liegt das monatliche Medianeinkommen bei etwa 1.600 Euro. Auf der anderen Seite... Ja, ich denke, wenn man aus finanziellen Gründen nach Polen auswandern möchte und auf einen ganz normalen Arbeitsvertrag, also als ein ganz normaler Arbeitnehmer arbeiten möchte, dann könnte das als Nachteil sein, weil klar, in Deutschland verdienst du ungefähr doppelt so viel, also aus finanziellen Gründen, ja, würde man sagen, könnte es ein Nachteil sein. Medianeinkommen ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen höher. Man muss auch sagen, das Video wurde jetzt vor, ich glaube, 3 oder 4 Monaten veröffentlicht. Medianeinkommen ist jetzt circa bei, also jetzt umgerechnet auf den Euro, circa 1800 Euro brutto, so ungefähr. Ne? Also 8100 Zloty meine ich, so plus minus. Ne? Sind auch die lokalen Ausgaben tiefer, nämlich lebt es sich in Warschau etwa 30% günstiger als in Berlin. Ach, das weiß ich nicht. Wenn da jemand vielleicht einen direkten Vergleich hat zwischen Warschau und Berlin, kann es mir mal bitte gerne in den Kommentaren hinterlassen. Also ich würde jetzt sagen, zwischen Warschau und Berlin wird kein großer Unterschied mehr sein. Zwischen Warschau und einer anderen Stadt in Deutschland haben wir da vielleicht dann die 30%. Aber ich glaube jetzt im Gegensatz zu Berlin würde ich jetzt sagen, nein, da ist keine 30%. Ich kann mich aber auch irren. Würde mich mal gerne interessieren, wenn jemand da vielleicht wirklich eine praktische Erfahrung in diesem Fall hat. Wie immer gibt es Sinn, sich bereits vor der Auswanderung Gedanken darüber zu machen, wie man seinen Lebensunterhalt in der neuen Heimat finanzieren möchte. Damit verbunden sind einige Herausforderungen betreffend der Wirtschaft, die dein Leben in Polen unter Umständen betreffen könnten. Dazu zählt beispielsweise die Ungleichheit zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, die... Ja, man muss wirklich zugeben, dass zwischen den Großstädten und ländlichen Gebieten wirklich ein ganz, ganz starker Unterschied ist, was die Entwicklung angeht, was die, wie sagt man, Modernität angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt das richtige Wort erwischt habe, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, ob in Deutschland der Unterschied auch nicht so groß ist. Vielleicht ein bisschen weniger, aber man muss schon sagen, dass im Allgemeinen Großstädte, ich denke, egal wo man ist, weiterentwickelt sind wie jetzt kleinere Städte oder vielleicht sogar mehr die ländlichen Gebiete. Aber das ist richtig, in Polen, die ländlichen Gebiete, die sind nicht so weit entwickelt wie jetzt Großstädte. Das ist richtig.
Alternde Bevölkerung, der Brain Drain, also die Abwanderung von jungen, gut ausgebildeten Arbeitskräften, denn die polnische Diaspora ist einer der größten weltweit, die Inflation oder die hohe Jugendarbeitslosenquote von etwa 10%. Ja, ist das jetzt alles ein Nachteil? Inflation würde ich vielleicht sagen, okay, das kann ein Nachteil sein oder ist vielleicht sogar ein Nachteil. Man konnte in den letzten 2 Jahren zum Beispiel beobachten, dass der Zloty-Euro-Kurs manchmal sehr stark sogar geschwankt hat. Also es war teilweise so, dass du für 1 Euro circa 4 Zloty 25 gekriegt hast und manchmal 4 Zloty 90. Das wirkt sich auch natürlich hier bei uns in Polen sehr aus, dass natürlich dadurch dann auch die Preise teurer werden, wenn der Zloty gegenüber dem Euro schwächer ist. Das ist ein Nachteil, könnte man schon sagen. Die anderen Sachen, dass viele junge Menschen auswandern, wenn man da vielleicht jetzt ganz tief in die Thematik reingeht, Wirtschaft aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht schon. Ich persönlich jetzt, weil ich ja hier lebe, habe das bisher nicht als Nachteil gesehen. Deswegen, ja, aber eure Meinung würde mich da mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt, ob das für euch jetzt ein Nachteil sein würde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Punkte zu berichten, beispielsweise die tiefe Gesamtarbeitslosenquote von etwa 3%, die erstarkende IT- und Automobilindustrie sowie die immer größer werdende Tourismusbranche. Ja, das ist richtig. Also Polen gewinnt immer mehr an Popularität für Touristen oder ja, für Touristen. Genau, immer mehr Leute reisen nach Polen und das auch in ganz Polen. Die Städte werden immer attraktiver, auch dadurch, weil die immer moderner und moderner werden. Ich würde sogar sagen, dass teilweise manche Städte in Polen, Großstädte auch, viel moderner aussehen oder viel besser ausgestattet sind wie manche Städte in Deutschland. Wer schon mal zum Beispiel von euch in Warschau war, ich war erst mal letztens vor circa 2 Wochen in Warschau. Wenn man dort ist und nicht wissen würde, dass man in Warschau ist, würde man gar nicht wissen, dass man in Warschau ist. Also es könnte auch zum Beispiel Frankfurt sein oder so. Ja, also die sind super modern ausgebaut, die Städte, überall große Gebäude, was man vielleicht aus der Vergangenheit aus Polen so nicht kennt. Und ja, auch die IT-Branche in Polen, wenn du gute IT-Kenntnisse hast, hast du hier eine sehr gute Möglichkeit, einen Job zu kriegen. Man muss auch sagen, überhaupt Polen ist, was jetzt das Thema Digitalisierung angeht, sehr, sehr weit vorne im Gegensatz zu anderen Ländern der Europäischen Union. Ich weiß jetzt nicht, wie weit vorne, aber ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, mindestens unter den Top 5 aller Länder der Europäischen Union, was Digitalisierung angeht, ist Polen auf jeden Fall mit dabei. Auch gilt es, die Sprachbarriere zu beachten. Denn obwohl in den touristischen Gebieten des Landes Englisch sehr geläufig ist und teils auch Deutsch überraschend verbreitet ist, sprechen in ländlicheren Gebieten nur wenige eine andere Sprache als Polnisch. Ja, würde ich jetzt auch sogar so zustimmen, genau. Die polnische Sprache ist schwierig zu erlernen und so wie er sagt, klar, in Großstädte kommst du auch sogar sehr gut mit Englisch voran, in den ländlichen Gebieten vielleicht ein bisschen weniger, was auch damit zu tun hat, weil die ältere Generation kein Englisch gelernt hat und die jüngeren Leute sehr oft auch von Land in größere Städte auswandern und das wird auch wahrscheinlich mit eins der Gründe sein. Also das würde ich jetzt auch so zustimmen. Es ist in jedem Fall keine schlechte Idee, sich bereits vor der Auswanderung mit Grundkenntnissen in Polnisch auszustatten. Schließlich wird dies deine Integration in die Gesellschaft beschleunigen. Während die Sommermonate in Polen traumhaft sind und eine gute Gelegenheit bieten, das Land zu erkunden, musst du dich auf lange, kalte und graue Winter gefasst machen. Ja, ist das ein Nachteil? Warte mal, hören wir einfach mal zu Ende. Schneefall kann man im ganzen Lande erwarten, oft beginnt er Ende November und kann bis Mitte März anhalten. Nicht selten fallen die Temperaturen unter Null. Kein Wunder also gibt es auch hunderte Skigebiete, die sich eher im Süden des Landes befinden. Ein weiterer Punkt, den ich bei meiner Recherche gefunden habe. Also da muss ich sagen, ich finde das Wetter jetzt hier gar nicht so als Nachteil, weil ich würde sagen, es kommt eigentlich ganz darauf an, wie man jetzt eingestellt ist. Klar, die Sommer sind ähnlich wie in Deutschland, manchmal wärmer, manchmal ein bisschen kühler. Ich glaube, dieses Jahr ist es wärmer wie in Deutschland, zumindest wenn ich so mit meinen Eltern telefoniere. Wir vergleichen immer so die Temperatur miteinander und in diesem Jahr ist es auf jeden Fall in Polen, zumindest hier, wo ich hier in der Region lebe, wärmer wie in der Region in Deutschland, wo die leben. Ich finde das eigentlich sogar als Vorteil, wenn die Winter hier kalt sind, weil hier ist ein Winter. Und ich muss sagen, was mich manchmal so in Deutschland
gestört hat, sind immer diese milden Winter. Man hat so keine warmen Tage, keine richtig kalten Tage. Man hat immer so dieses, sage ich mal, kühle, feuchte Wetter. Man wird auch schneller krank. Und ich muss sagen, seitdem ich hier in Polen bin, hatte ich bisher hier jedes Jahr Schnee und es waren hier immer Temperaturen. Das ist im Winter eigentlich ganz normal, dass hier Minusgrade sind, minus 5 Grad, minus 10 Grad. Also ich glaube, der härteste Winter, den ich jetzt hier hatte, und ich bin jetzt hier schon seit über 4 Jahren hier, war, glaube ich, minus 25, minus 30 Grad. Deswegen, also ich finde das jetzt nicht als Nachteil. Ich finde das sogar schön, dass hier ein Winter ist. Ne? Ist aber auch nur so meine persönliche Meinung zumindest. Gefunden habe, ist die Tatsache, dass Wohnungen überraschend klein sind. Anscheinend sind vor allem ältere Wohnungen eher eng geschnitten, was für Neuankömmlinge in Polen überraschend wirken kann. Ja, da stimme ich voll zu. Die Wohnungen im Durchschnitt sind hier kleiner, die sind hier enger gebaut. Muss man sagen, Balkone sind hier wirklich kleiner, Kellerräume sind hier wirklich kleiner. Also wir zum Beispiel jetzt, wir jetzt hier privat, wir haben zum Beispiel einen Keller, ich weiß nicht, der ist glaube ich 4 Quadratmeter oder 5 Quadratmeter und die Leute, denen wir das erzählt haben, weil für mich ist das eigentlich ein kleiner Keller, ich bin aus Deutschland was anderes gewohnt, die sagen, boah, ihr habt aber einen großen Keller, ne? Genauso wie die Balkone. Früher habe ich so zumindest das Gefühl, und wenn man hier auch so durch Polen läuft, wenn man sich hier so die Wohnungen aus den 60er und 70er anschaut, da sind wirklich teilweise so, weiß nicht, Balkone, wo man gerade mal so vielleicht den Wäscheständer rausstellen kann. Da bin ich aus Deutschland auch was anderes gewohnt. Und ja, man merkt auf jeden Fall schon so diesen Unterschied. Ich kann an dieser Stelle natürlich jetzt auch nur vergleichen, die Region hier, wo ich jetzt hier lebe, und die Region aus Deutschland. Also es kann in anderen Teilen Deutschlands, genauso wie in anderen Teilen Polens natürlich anders sein und auch früher gewesen sein. Deswegen das immer mit beachten. Ebenso wird berichtet, dass es schwer sei, einen Kredit für eine Immobilie zu erhalten. Nein, überhaupt nicht. Ich würde jetzt sogar sagen, Kredite in Polen zu kriegen ist wesentlich leichter wie in Deutschland. In Polen, sage ich euch ganz ehrlich, du brauchst ein Einkommen von mindestens 3 Monate, im besten Fall einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Aber auch wenn du den nicht hast, ist es möglich, hier einen Kredit zu kriegen. Natürlich sind dann die Bedingungen anders, beziehungsweise die Konditionen sind natürlich anders, als wenn du jetzt schon einen unbefristeten Arbeitsvertrag hast. Aber es ist hier wirklich möglich, nach 3 Monaten, wenn du einen durchgehenden Lohn hast, hier einen Kredit zu kriegen, was, denke ich, in Deutschland undenkbar wäre. Also hier ist es leichter, einen Kredit zu kriegen. Meiner persönlichen Meinung nach sogar viel zu leicht. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Natürlich hängt dies sehr stark von deinen persönlichen Umständen ab, also deiner Bonität. Aber dennoch wird dies in einigen Foren erwähnt. Wie in allen Videos in dieser Videoserie darf der Nachteil Bürokratie nicht fehlen. Auch in Polen bleibst du staatlicher Bürokratie und Ineffizienz nicht verschont. Obwohl es innerhalb der letzten Jahre Verbesserungen im Abbau der Bürokratie gab, musst du dennoch mit langwierigen Prozessen rechnen, egal ob beim Erwerb einer Immobilie, beim Anmelden einer Firma oder bei sonstigen Angelegenheiten. Also Bürokratie, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde, da gibt es keinen großen Unterschied. Klar, die Bürokratie, die ist hier auch chaotisch, wie in Deutschland. In Deutschland ist das auch, man wird von Punkt A zu Punkt B geschickt, von Punkt B zu Punkt C. Ich kann mich hier in Polen erinnern, als ich mich hier ich glaube, das war eine PESEL beantragt habe, eine PESEL-Nummer, dann wurde ich auch von Amt zu Amt geschickt, von Punkt A nach Punkt B. Also das war wirklich hier chaotisch. Ist das jetzt chaotischer wie in Deutschland? Vielleicht in einigen Situationen. Aber was hier erwähnt wurde, Erwerben einer Wohnung, finde ich persönlich, also damit habe ich hier Erfahrung, weil ich habe jetzt auch schon, kleiner Spoiler hier nebenbei, mittlerweile auch schon hier eine zweite Wohnung erworben. Das Erwerb einer Wohnung, würde ich jetzt sagen, läuft hier weniger problematisch ab. Ich würde sogar sagen, sehr gut eigentlich. Also wenn man hier alle seine Papiere hat, dann läuft das hier problemlos, würde ich jetzt sagen, und ich habe damit wirklich Erfahrung. Das ist in praktisch allen Ländern der Welt so, aber eben auch in Polen. Anscheinend soll die Bürokratie auf dem Niveau von Mexiko oder der Türkei sein, wirklich verifizieren kann ich das aber nicht. Ich weiß nicht, also ich kenne die Bürokratie nicht in Mexiko oder Türkei, ich kann mir aber vorstellen, dass es da wesentlich chaotischer ist, aber nein, sorry, nein, würde ich jetzt nicht behaupten, nee. Also wenn die polnische Bürokratie wie Mexiko oder Türkei ist, dann ist die deutsche Bürokratie auch wie in Mexiko oder Türkei, weil ich finde, die Bürokratie zwischen Polen und Deutschland
ist sehr ähnlich. Klar gibt es hier und da Nachteile in beiden Ländern, in beiden Situationen, aber nein, würde ich jetzt sagen, nein. Damit verbunden sind einige Herausforderungen bei den öffentlichen Diensten, wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen. Obwohl das Gesundheitssystem nach internationalen Maßstäben gut ist, gibt es auch einige Nachteile wie lange Wartelisten, limitierte Behandlungsplätze bei außergewöhnlichen medizinischen Fällen oder Unfreundlichkeit. Ja, stimme ich teilweise zu. Unfreundlichkeit weiß ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt noch nie wirklich einen unfreundlichen Arzt. Aber Wartezeiten und sowas, ja, das ist hier möglich. Ich habe auch schon ein paar Mal über das Thema NFZ gesprochen. Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Auf der anderen Seite gibt es sehr gute private Anbieter. Anscheinend ist das Beklagen in Polen sehr geläufig. Ich habe in einem Forum gelesen, dass es immer einen Grund geben soll, um sich zu beklagen, auch wenn es meistens nur das Wetter ist. Zu warm, zu kalt, zu windig, zu bewölkt, zu sonnig. Und wenn es nicht das Wetter ist, dann sind es die Preise, die Politik, die Kinder, die Arbeit, die Ferien, die Nachbarn oder sonst etwas. Polen ist nicht für die In diesem Fall muss ich sagen, wenn es jetzt ums Beklagen geht, vielleicht, ja, das Beklagen zwischen Deutschland und Polen, da sind auch zwei Unterschiede, denn ich finde, Deutsche beschweren sich auch, gerade über das Wetter und so weiter, es ist zu warm, es ist zu kalt. Hier stimme ich zu, in Polen wird viel darüber diskutiert, auch über Politik und das ist natürlich ein Punkt, wo sich dann auch sehr viel beschwert wird und das ist egal, in welche Richtung die Politik geht. Aber man findet in diesem Punkt immer einen Grund zu meckern. Ja, das würde ich jetzt sagen. Aber ich finde nicht, dass die jetzt sich wirklich über sehr, sehr, sehr viele Sachen beschweren. Toleranz bezüglich anderen sexuellen Orientierungen bekannt. Obwohl junge Polen toleranter sind, kommt es nicht selten zu sozialer Stigmatisierung, Diskriminierung oder gar Ausgrenzung von Menschen mit anderen Orientierungen. Auch berichten Einwanderer mit anderer Hautfarbe, dass sie Diskriminierung ausgesetzt seien. Dies betrifft auch Roma sowie andere Minderheiten. Oh, ich weiß nicht, das hast du überall. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Polen mehr ist wie in anderen Ländern. Ne, klar, hier gibt es hier und da, kann man darüber diskutieren. Polen ist konservativ, aber ich habe das schon mal in einem Video erwähnt. Ich habe so das Gefühl, dass bei den Polen es eher so ist, ja, wenn du jetzt homosexuell bist oder eine andere Orientierung hast, egal ob das jetzt religiös ist oder welche Orientierung auch immer, denen ist das, würde ich sagen, mehr egal, solange du die damit nicht belästigst und in Ruhe lässt. Ja, also selbst wenn du jetzt homosexuell bist und du lebst dein Leben ganz normal aus und provozierst, in Anführungsstriche, provozierst nicht und willst niemanden deine Meinung aufzwingen, dann lassen dich die Polen in Ruhe. Das ist zumindest so mein Empfinden, was ich hier habe, meine Erfahrung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mehr diskriminieren wie andere Länder. Ist meine Meinung zumindest. Obwohl sich viele Straßen in Polen in gutem Zustand befinden, gibt es wichtige Verkehrswege, wie beispielsweise die Strecke zwischen Warschau und Danzig, die nur aus jeweils einer Spur pro Richtung bestehen. Aber in Polen wird auch viel gebaut. Im Fall zwischen Warschau und Danzig die doppelspurige Autobahn E77. Dennoch solltest du nicht überrascht sein, wenn es auf dem Land zu etwas chaotischeren Straßenzuständen kommt. Ebenso Ja, da stimme ich zu. Also wenn man jetzt Infrastruktur zwischen Deutschland und Polen vergleicht, hat Deutschland schon eine bessere Infrastruktur, ist besser ausgebaut. Das würde ich jetzt auch zustimmen. So ist Benzin relativ zum Einkommen teuer, aber immer noch günstiger als in Deutschland. Richtig. Der letzte Nachteil sollte wie immer mit Humor statt mit Ernsthaftigkeit genommen werden. Sei nicht überrascht, wenn du nach deiner Auswanderung nach Polen einige Kilo mehr auf die Waage bringst. Du wirst merken, dass dich die herzhafte und schmackhafte polnische Küche gerne verführt. Und als Resultat davon solltest du nicht verwundert sein, deinen Gürtel in Zukunft etwas lockerer zu tragen. Habe ich einen Nachteil vergessen, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Danke. Ja, also da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Wenn es jetzt um das Gewicht geht, in Polen habe ich persönlich auch selber sehr viel zugenommen, um die 10 Kilo, seitdem ich hier in Polen lebe. Also das ist jetzt ein vielleicht Nachteil. Ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass das Video von Franz mir sehr gefallen hat. Die Nachteile sowie Vorteile, klar, hier und da bin ich vielleicht nicht ganz mit übereinig,
Aber im Großen und Ganzen ist das, denke ich, ein gutes Video, wo man sich vielleicht auch mal das ein oder andere von abschauen kann und zumindest sich danach auch mal informieren könnte. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber wirklich sehr interessieren. Wie siehst du dieses Video? Siehst du das wirklich alles als Nachteil, was hier erwähnt wird, oder bist du der Meinung, dass das kompletter Blödsinn ist? Hinterlass mir das doch bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!